Ein duftiges Frühlingsbild will ich heute mit euch malen. Und zwar mit einer Technik in Aquarell, mit der ich zuerst mit den Details beginne und am Schluss lasierend den Hintergrund anlege und auch teilweise über das Gemalte drüber male, damit es etwas verschwommen wirkt. Für dieses Aquarell beginne ich zuerst mit einer Skizze. Es werden Kirschblüten. Ihr könnt euch ein Referenzfoto nehmen, damit ihr genau seht, wie die Blüten aufgebaut sind. Wichtig ist hier die Komposition. Ich male im Vordergrund ein paar Blüten und dann gebe ich auch noch einen Ast dazu, damit das Ganze etwas mehr Kraft bekommt. Jetzt beginne ich mit den Details. Für die Blüten habe ich mir ein Magenta gemischt mit ein etwas dunkelrot. Und jetzt trage ich die Farbe behutsam auf und verwasche sie zugleich, damit die Blüten etwas duftiger werden. Jetzt kratze ich und nehme ich wieder etwas Farbe weg, damit sie an manchen Stellen heller werden. Und so arbeite ich jetzt detailgetreu jede Blüte aus. Ich beginne immer mit etwas dunkler Farbe und wasche dann sofort den Pinsel aus, trockne ihn ab und verwische die Farbe. Jede Blüte, jede Knospe, die ich im Vordergrund darstellen will, arbeite ich jetzt genau aus. Die Farben, die ich bei diesem Bild verwende, sind Magenta und auch ein granulierendes Dunkelrot. Das gibt diesen speziellen Farbton und von der Granulation erwarte ich mir, dass sie etwas in den Blüten sichtbar wird. Ihr seht, ich male immer Step by Step an einer Blüte, dann beginne ich die zweite, warte wieder bis es trocken wird und arbeite mich so sehr behutsam vor. Alle Blüten, die im Vordergrund sind, werden jetzt genau ausgearbeitet.
Jetzt habe ich schon einige Blüten erstellt. Nun lege ich noch eine größere an. Sehr lasierend beginne ich den Auftrag und arbeite mich dann vor ins Detail. Das Gute ist, wenn der erste Auftrag schon da ist, dann verrinnt der dickere Farbauftrag und dunklere sehr schön gleich in die Blüten hinein und ich habe eine sehr gute Wirkung der Blüten erzielt. Mit
Van Dyck Braun und etwas Lasur Braun lege ich jetzt die Äste an. Die habe ich mir vorher schon etwas vorgezeichnet. Achtung, die Äste sollten immer dünner werden und nicht dicker. Und ihr müsst sie auch eher kantiger und zackiger anlegen, als wie so einen Halbkreis, Halbbogen geschwungen. Das ist das Einzige, was ihr beachten müsst. Jetzt beginne ich mit dem Hintergrund. Ich befeuchte das Papier mit einem Pinsel und spare die Blüten und den Ast so gut es geht aus. Die Blüten sollten dabei schon wirklich trocken sein. Ich arbeite hier sehr zügig, damit das Papier eine gleichmäßig befeuchtete Oberfläche erhält. Die Farben, die ich für den Hintergrund mische, sind Zoelinblau, etwas Türkis und Indigo. Der Hintergrund muss wirklich zügig gearbeitet werden. Das ist fast das Schwierigste am Bild. Und ich spare hier auch gleich weiße Flächen aus. Da kommen dann die verschwommenen Blüten hinein. Wichtig ist, dass ihr in der Mitte heller werdet und auf der Seite etwas dunkler seid. Dadurch bekommt das Bild dann mehr Tiefe. Auch ein paar Äste lege ich jetzt ganz fluffig an. Wie gesagt, das, was jetzt sehr, sehr leicht aussieht, ist, denke ich, aber schwierig, weil es sehr spontan kommen muss. Wichtig ist die richtige Befeuchtung des Papiers, dass die Farbe nicht zu viel und nicht zu wenig verrinnt. Es sollten keine Lacken am Papier sein, sondern nur ein leichter Glanz. Und die Farben trage ich auch etwas wässrig, natürlich auch, nicht zu intensiv. Beim Trocknen wird es allerdings meistens etwas heller, also ihr könnt schon ordentlich Farbe verwenden. Außerdem ist das eine Geschmackssache. Hier bessere ich jetzt noch etwas die Äste auf. Die haben sich etwas zu viel verwaschen, aber das macht nichts. Ja, und schön langsam beginnt sich das Bild zum Ende zu bewegen, also es wird fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zum Zusehen und ihr seid inspiriert und wollt so etwas Ähnliches nachmalen. Über ein paar Kommentare und ein paar Likes würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Falls ihr Fragen habt, im Kommentar bitte hinterlassen oder info@labelot.at könnt ihr eine E-Mail schreiben. Wir haben auch einen Shop, ist dann alles unten erklärt. Ja, und hier lege ich jetzt noch einen Quinacridone Goldton ganz vorsichtig hinein, damit es ein bisschen Wärme bekommt, dieses Bild, und mehr Sonne zu spüren ist.
die wir ja im Frühling schon sehr gut verspüren können. Ja, viel Spaß noch, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen.